Willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe Mystery-Pakete aus mit Schmuck, den ich dann auf eBay gut verkaufen kann. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Ich habe ein Swarovski-Spucklot ersteigert. Schauen wir doch mal, was dabei ist. Fangen wir mal mit so einem Kästchen hier an. Crystal Memories. Könnte schon ein bisschen älter sein. Allerdings das Schwan-Logo gibt es ja seit 1989. Ja, das ist auch hier vorhanden auf dem Verschluss. Und der Anhänger ist ein Schloss, ein Vintage-Schloss mit einem kleinen Schlüssel. Also das sieht, finde ich, sehr, sehr schön aus. Das erste Teil ist schon mal sehr, sehr schön. Dann sehe ich hier etwas ganz Bekanntes und Berühmtes von Swarovski. Ja, das Logo ist auch dran. Hier ist auch wieder der Schwan. Sieht man das so? Eine längere Kette mit schwarzen Kristallen. Und in dieser Fassung, das ist auch eine Erfindung von Swarovski, die leider auch viel nachgemacht wird, aber wahrscheinlich auch nur, weil es so beliebt ist. Ich habe hier eine Kette in Schwarz. Das ist toll. So, dann haben wir hier, oh, ein richtig tolles Armband. Aber wie es scheint, ist das nicht von Swarovski. Könnte auch etwas älter sein. Aber in dem Swarovski Blau. Sehr schönes Schmuckteil. Toll. Dann sind hier die Ohrringe. Hier ist auch der Schwan drauf. Das ist auch ein sehr bekanntes Modell. Ich habe sie hier in hellblau. Also man sieht auch direkt, wie schön die Steine glitzern. Sehr schön. Und dann haben wir hier eine Straßkette, die nicht von Swarovski ist. Ah, hier ist aber ein Logo. Schau mal. Oh, Kramer of New York. Ja, das ist mal eine Überraschung. Kramer ist auch eine Designmarke aus Amerika, eine sehr alte. Das war der erste Hersteller für die Ohrschmuck, für Christian Dior. Die waren ursprünglich Juweliere und konnten eben die Steine sehr gut fassen. Und deswegen waren sie die ersten, die für Christian Dior Schmuck hergestellt haben. Toll. Tolle Überraschung. Und dann haben wir hier ein Armband mit schwarzem Strass. Scheint auch alt zu sein. Schwarzer Strass und Aurora Borealis Steine. Eine Marke sehe ich nicht, aber der Verschluss ist auch sehr schön alt. Aufwendig verziert. Ein sehr schönes Armband.
Dann schauen wir mal hier rein. Wir wollen ja noch mal was von Swarovski sehen. Ein Armband. Schau mal, was hier drauf steht. Swarovski, ausgeschrieben diesmal, nicht der Schwan. Aber ich finde, also dieser Verschluss ist sehr, sehr schön, mit Strasssteinen verziert und hier so fliederfarbene Kristallkugeln. Also finde ich auch sehr typisch für Swarovski. Sehr schönes Schmuckteil. Und im Kästchen. Das Kästchen sieht jetzt nicht ganz so alt aus. Dann schauen wir mal hier rein. Aha, Ohrstecker. Ohrstecker, ja. Das Originallabel ist noch drin. Das sind so Goldfarben. Das ist meistens vergoldet bei Swarovski. Also sehr schöne, klassische, trotzdem moderne Ohrringe. Ja, finde ich auch sehr gut. Und was haben wir jetzt in diesem großen Kästchen? Was ist das denn? Aha. Das scheint hier so ein Lanyard, so ein Schlüsselanhänger zu sein. Hier ist das Swarovski-Label mit Steinchen und Schwan. Das ist der Schlüsselanhänger. Ich glaube, das war irgendwann modern, Ende der 90er. Hier ist auch nochmal der Schwan. Und zwar, ich glaube, das ist so ein Anhänger von, das kommt in Sex and the City vor, in dem Film. Hier ist es leider ein bisschen abgegangen, das kann ich aber reparieren. Ja, so sieht das Band aus. Naja, wird also auch schon gute 20 Jahre alt sein. Und im Originalkarton. Dann habe ich hier einen Anhänger von Swarovski mit Schwan-Logo und mit Baguettesteinen verziert. Dann habe ich hier Ohrclips. Also die Strasssteine sind älter. Vielleicht auch nicht von Swarovski. Oder manchmal hat ja auch Swarovski die Steine geliefert. Tolle, große Ohrclips. Dann haben wir hier, und das sieht sehr nach Swarovski aus. Ja, hier ist der Schwan wieder drauf, auf so einer kleinen Blume. Und hier auf dem Verschluss ist der Schwan auch wieder drauf. Ein sehr schöner Anhänger mit so Frühlingsfarben in hellblau, rosa, gelb mit Blume. Sehr schöne, sehr nette Kette. Und dann habe ich hier eine Straßkette wieder. Sieht auch schon älter aus. Kein Logo, aber ein schönes Vintage-Design. Sieht ja gut aus. Und dann haben wir hier nochmal so eine gefasste Kristallkette. Da ist das Logo dran. Ja, hier ist es. Hier ist wieder der Schwan.
So schön grün, rosa, blau und rot. Die Kristalle. Sehr schön. Dann habe ich hier wieder ein Strassarmband. Ohne Marke. In braun und so einem ganz hellen Gelb. Und sieht auch alt aus. Sehr schön. Dann habe ich hier Ohrstecker. In silbernem Strass. Und noch einmal eine Straßkette. Ich glaube auch aus den 50er oder 60er Jahren. Doch sehr schön mit den Baguettesteinen. Und so ein bisschen Silber, silbergrau. Tolle Kette. Dann haben wir hier ein sehr schönes Armband. Oh ja, hier ist der Schwan. Sehr schönes Armband. Aber ich glaube, hier fehlt ein Stein. Naja, vielleicht lässt sich das ja noch reparieren. Also das Armband finde ich sehr gut. Das habe ich noch nie gesehen. Sehr schön. Dann ist hier auch von Swarovski ein Kristallherz. In so einem schönen Beige-Ton. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, weil das finde ich besonders schön. Auch hier das Ende der Kette mit dem Strassschwan und der Verschluss hier. Sehr, sehr schön gemacht. Ganz tolle Kette. Und dann haben wir hier ich schaue mal unter der Lupe. Tja, da steht leider gar nichts drauf. Also Swarovski ist das nicht. Eine Straßkette mit Rose. Die Rose ist so dunkel goldfarben. Eine sehr romantische kleine Kette. Das finde ich auch. Das sieht auch nach Swarovski aus, ja. Hier ist wieder der Schwan drauf. Eine silberne Kristallbrosche. Das sieht so ein bisschen wie so ein Hufeisen aus, eine Glücksbrosche. Ein schönes Armband, sehr filigranes Armband, aber hat auch den Schwan hinten als Verschluss. Und auch der Schwan hier auf dem Karabinerhaken. Dann ein Armreif. Ja, auch von Swarovski. Hier hinten ist auch wieder der Schwan gestempelt und ein L. Also ich würde sagen für Größe L. So sieht er aus. So. Habe ich jetzt schon... das hatten wir noch nicht. Und noch ein paar Ohrstecker. Auch mit dem Label von Swarovski. Und so ein kleiner Tropfen mit auch ganz vielen kleinen
Strassstein. Auch sehr gut aus, noch in seinem Originalkästchen. Ja, das war doch sehr, sehr gut. Also, es ist ganz klar, dass ich alle Swarovski-Teile toll finde. Das finde ich ein ganz tolles Armband. Das ist eine schöne Kette hier mit dem Schloss. Ganz toll. Dann das kleine Armband. Sehr, sehr schön. Die Herzkette. Die finde ich auch ganz toll. So ein schönes, geschwungenes Herz. Dann finde ich auch diese Kristallketten toll. Dann haben wir noch eine schwarze, was ja auch sehr, sehr schön klassisch ist. Und die Überraschung ist auch die Gramma-Kette. Also super. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Schmuckstück euch am besten gefallen hat. Abonniert meinen Kanal. Schaut wieder rein. Bis bald.